Heute stelle ich euch mal meine Babys vor. Was das genau ist, seht ihr gleich im Video. Auf meinem Kanal habe ich euch bereits so viele Produkte vorgestellt, die ich einfach empfehlen kann, wie zum Beispiel die Sylvie-Produkte, wo ich meine Gewürze im Wohnmobil habe und die dann fleißig irgendwo magnetisch anheften. Die sind nämlich wirklich toll dafür gedacht. Oder auch die MyZip-Beutel, wo ich meine Gewürze drin aufbewahre, wo ich auch absolut begeistert von bin und die auch einfach empfehlen kann. Ich habe euch alle Omnia-Produkte vorgestellt. Ich habe euch gezeigt, wie ihr mit dem Omnia-Backofen umgeht. Ich habe euch gezeigt, wie der funktioniert. Die Silikonform habe ich euch mitgeteilt, wie ihr die genau anwenden müsst, was ihr beachten müsst und dass ihr die auch nicht zerstört. Es gibt weitere Produkte wie die Muffinform oder auch die Simmerplatte. All das habe ich euch schon mal ausgiebig vorgestellt. Also alles immer andere Produkte, aber heute geht es um meine Babys. Ja. Und mit den Babys meine ich jetzt nicht meine richtigen Babys, die Joanna und die Josie, sondern ich meine damit meine 11 Babys, meine Kochbücher. Meine Kochbücher, die ich für den Omnia Backofen geschrieben habe. Ja, es sind 11 Rezeptbücher, die gehen von herzhaft über One-Pot und auch über Backrezepte. Aber ich habe auch nicht die speziellen Ernährungsformen vergessen, wie zum Beispiel Low Carb mit wenig Kohlenhydrate. Oder auch die Vegetarier, die darf man ja auch nicht vergessen. Und bei den Vegetariern habe ich auch darauf geachtet, dass es rein vegetarisch ist. Viele wissen gar nicht, dass Parmesankäse gar nicht vegetarisch ist. Ich jetzt schon. Kalorien einsparen könnt ihr zum Beispiel mit den smarten Rezepten. Das heißt, smarte Rezepte aus dem Omnia Backofen mit Kochen, Kuchen und Brotrezepte. Aber auch Thema Brot habe ich nicht vergessen. Nein, das ist doch das deutsche Lieblingsnahrungsmittel. Da habe ich auch ein ganz eigenes Rezeptbuch drüber gebracht. Und in diesem Rezeptbuch findet ihr dann auch Do-it-yourself-Backmischungen. Ihr könnt halt auch eure Backmischungen selber machen. Da sind ganz viele Clous drin. Und was machen unsere Rezepte denn jetzt so Besonderes? Was machen die Rezepte von 4 Reifen, ein Klo so Besonderes? Das kann ich euch sagen, denn wir machen alles selber. Der Frank und ich machen wirklich alles selber. Wir haben noch Hilfe im Hintergrund beim Videomachen und ähnliches, aber die Rezepte machen wir. Und zwar gehen wir einkaufen. Ich entwickle die Rezepte, dann kochen wir die Rezepte. Manchmal kochen wir die Rezepte auch 2-, 3 Mal. Und dann wird probiert. Und erst dann, wenn es geschmacklich richtig ist, dann kommen die Rezepte in die Rezeptbücher rein. Mittlerweile habe ich nicht nur einen Tester bzw. 2 Tester, die Josie und den Frank, sondern da kommen noch viele andere zu. Der Dennis hilft, die Alena hilft, der Arthur hilft. Alle probieren und erst dann kommen die Rezepte tatsächlich in den Rezeptbüchern rein. Frank und ich sind nämlich selber Camper und wir wissen, was wir da beachten müssen. 2 ganz gravierende Punkte haben wir da, das ist Platz und Zuladung. Und genau aus diesem Grund, wegen dem Thema Platz und Zuladung, haben wir alle unsere Rezeptbücher in DIN A5 gemacht, das heißt sehr klein, und sie haben ein Softcover. Die haben kein Hardcover, sodass sie dann eventuell optisch dicker aussehen, sondern wir wollen, dass die wirklich praktisch sind, dass sie euch nicht in der Zuladung belasten, sondern dass ihr die auch gut verstauen könnt. Ein Rezeptbuch wiegt gerade mal 200 Gramm. Das heißt, es ist weniger als ein Stück Butter. Das muss man sich mal vorstellen. Aber deswegen sind unsere Rezepte auch sehr klein oder unsere Rezeptbücher auch sehr klein und sehr handlich. Noch ein Pluspunkt bei der Zuladung, was man jetzt so auf den Anhieb gar nicht erkennt, ist, dass ihr die Zutaten, die in den Rezeptbüchern sind, gar nicht mitschleppen müsst. Das heißt, ihr könnt in jedem Supermarkt gehen und ihr bekommt alle Zutaten, die da drin sind. Es ist viel mit Geflügel. Auch wenn ihr mal zum Beispiel Schweinefleisch nicht bekommt, tauscht das doch aus gegen Geflügel. Wir haben auch ein extra Rezeptbuch gemacht, nur mit Geflügelfleisch. Aber die meisten Rezepte sind einfach auch austauschbar, wie zum Beispiel der toskanische Filet-Topf. Das ist Filet, was mit Bacon umwickelt ist. Und wenn man dieses Schweinefilet halt nicht bekommt, nehmt doch Hähnchenbrust. Ist ein super Austausch und dann habt ihr auch das Rezept ganz toll ausgetauscht. Die Gewürze, die ich in den Rezeptbüchern verwende, die benutzt ihr in allen Rezeptbüchern weiter. Das heißt, ihr braucht keine Angst haben, dass ihr erstmal so ungewöhnlichere Gewürze da drin habt. Das habt ihr nicht, sondern auch Gewürze wie Thymian, was vielleicht man auch nicht immer benutzt, aber ihr benutzt es in allen Rezeptbüchern. Das heißt, ihr könnt euch wirklich dieses Gewürz zulegen, in welcher Form auch immer, in getrocknet, in Tiefkühl oder auch in frisch.
und dann könnt ihr die auch weiterverwenden. Die werden immer wieder weiterverwendet. Zutaten wie Sahne oder Creme fraiche, die verbraucht ihr auf. Ich hasse es, wenn ich Rezepte habe und dann steht da drin, bitte 1 Esslöffel Creme fraiche benutzen. Was mache ich mit dem Rest? Und gerade wenn man im Wohnmobil ist, dann ist das fürchterlich. Dann kommt das in den Kühlschrank, kommt ganz nach hinten und jetzt ist eure Fahrt beendet, ihr holt das wieder raus und wundert euch über die tolle Farbe. Ja, ziemlich blöd. Ja, ein Pluspunkt, was ich auch noch mal erwähnen möchte, da wir Camper sind, das Problem mit Zuladung, Platz kennen. Mal eine Frage an euch, wer will denn für Brot zum Beispiel etliche Mehlsorten mitnehmen? Wer will denn Roggenmehl mitnehmen? Wer will Roggenmehl 10,50 mitnehmen oder Roggenmehl 9,95, glaube ich, heißen die. Vollkornmehl, normales Mehl und die Körner alle. Keiner. Beim Backen ist es ganz genauso. Wer will denn so Unmengen immer mitnehmen? Deswegen backt unterwegs keiner. Und da ist der Vorteil, was für Ralf ein Klo hat. Wir sind Camper, wir kennen die Probleme und haben euch Do-it-yourself-Backmischungen da reingemacht. Ihr könnt eure Brot- und Brötchenrezepte zu Hause vorbereiten und das gleiche mit Kuchen. Und das ist ein großer Pluspunkt, den nur wir als Camper machen können. Ja, aber da es einfach zu umfangreich für dieses Video wäre, euch jedes Rezeptbuch einzeln vorzustellen, haben wir uns entschlossen, euch alle meine Babys einzeln vorzustellen. Und ihr werdet dann demnächst die Backideen finden oder die Kochideen finden. Und welche Namen ich meinen Babys noch alle so gegeben habe, das kommt jetzt nach und nach. Und da möchte ich euch einfach mal sagen, habt ihr eigentlich gewusst, dass ich ein Salatdressing-Buch gemacht habe? Mal ganz unabhängig von denen. Guckt mal. Fällt mir gerade mal so ein. Ich habe tatsächlich Salatsoßen-Dressings gemacht und zwar auch solche Dressings, die ihr so einfach zubereiten könnt. Mit wenig Zutaten, total lecker und einfach. Stelle ich euch auch noch mal vor, ganz separat, denn das würde hier Ausmaße annehmen. Ja, vielen Dank für deine Zeit, die du jetzt für mich geopfert hast. Mich begleitest, bei mir bist. Ich bin dafür echt immer schön dankbar. Auch, dass ihr Kommentare da lasst oder auch eure Likes. Und das finde ich echt richtig toll. Und ich hoffe, ihr bleibt jetzt auch bei mir, wenn ich dann einfach mal meine Babys vorstelle, meine eigenen Produkte und nicht die anderen Produkte immer nur promote und euch da zeige, wie der Backofen funktioniert, was Silvi ist. Und all das, was noch gekommen ist, das ist ja nun mal eine Menge gewesen. Doch nun nehme ich mir mal die Zeit für meine eigenen Sachen. Denn bevor es auf die erste große Tour geht, was ich euch mit der Josie schon vorgestellt habe und angekündigt habe, wollen wir das abschließen und dann geht es für uns ab nach... Das verrate ich euch in den nächsten Videos. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns, ich hoffe, in den nächsten Videos und sagt dann mal, bis dann, ihr Lieben. Tschüsschen.